Willkommen zu meinem Kanal. Heute hören wir eine spannende Geschichte. Viel Spaß beim Zuhören. Ein Tag im Leben eines Studenten. Ich heiße Leon und ich bin Student an der Universität. Mein Tag beginnt früh am Morgen. Um 7 Uhr wache ich auf. Ich habe meinen Wecker ausgeschaltet und bin direkt aus dem Bett aufgestanden. Zuerst habe ich geduscht und mich angezogen. Danach habe ich ein leckeres Frühstück gemacht. Ich habe frisches Brot mit Marmelade bestrichen und einen warmen Kaffee getrunken. Gestern habe ich bis spät in die Nacht gelernt, deshalb freute ich mich, heute gut ausgeschlafen zu sein. Nach dem Frühstück bin ich um 8 Uhr aus dem Haus gegangen. Ich habe den Bus zur Universität genommen. Auf dem Weg habe ich die frische Morgenluft genossen und die ruhige Stadt beobachtet. Im Bus habe ich ein interessantes Buch gelesen und mich auf den kommenden Tag gefreut. Ich habe dabei viele kleine Details bemerkt, die mir oft Freude bereiten. An der Universität angekommen, bin ich direkt in das Hörsaalgebäude gegangen. In der ersten Vorlesung habe ich über Wirtschaftsthemen gehört. Der Dozent hat viele wichtige Aspekte erklärt und ich habe aufmerksam zugehört. Danach habe ich in der zweiten Vorlesung fleißig Notizen gemacht. Ich habe gelernt, wie man Projekte plant und organisiert. Besonders hat mir gefallen, dass der Dozent mir ein schwieriges Thema sehr gut verständlich erklärt hat. Anschließend habe ich mit einem Kommilitonen gesprochen, der mir noch weitere Erklärungen gab. Diese Gespräche haben mir sehr geholfen. Zur Mittagspause bin ich in die Mensa gegangen. Dort habe ich einen frischen Salat und ein belegtes Brötchen gegessen. Während des Essens habe ich mit einigen Kommilitonen über unsere Zukunft und das Studium gesprochen. Wir haben gelacht und viele nette Gespräche geführt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, weil ich so viel Unterstützung und gute Freundschaften gefunden habe. Nach der Mittagspause bin ich in die Bibliothek gegangen. Dort habe ich in aller Ruhe für meine Prüfungen gelernt. Ich habe einige Bücher ausgeliehen und mich in einer kleinen Ecke hingesetzt. Die ruhige Atmosphäre der Bibliothek hat mir geholfen, mich zu konzentrieren. Ich habe viele wichtige Themen wiederholt und mein Wissen erweitert. Auch das leise Rascheln der Seiten und das freundliche Licht haben mir ein Gefühl von Geborgenheit gegeben. Am Nachmittag habe ich an einem Gruppenprojekt gearbeitet. Wir haben uns in einem Seminarraum getroffen und unsere Ideen ausgetauscht. Später habe ich einen interessanten Vortrag über neue Technologien besucht. Der Vortrag hat mir viele Einblicke in moderne Entwicklungen gegeben. Ich habe viele Notizen gemacht und danach noch einige E-Mails geschrieben, um das Projekt abzuschließen. Diese Zusammenarbeit hat mir großen Spaß gemacht und ich habe viel gelernt. Am Abend bin ich vom Campus nach Hause gegangen. Auf dem Weg habe ich einen kleinen Spaziergang im Park gemacht, um mich zu entspannen. Zu Hause habe ich mit meiner Familie telefoniert und danach ein einfaches Abendessen gekocht, meistens Brot mit Käse und einem frischen Salat. Nach dem Essen habe ich noch meine Hausaufgaben erledigt und ein wenig ferngesehen. Ich habe den Tag als sehr produktiv erlebt und bin zufrieden mit dem, was ich geschafft habe. Jetzt, kurz vor dem Schlafengehen, denke ich über meinen Tag nach. Ich erinnere mich daran, wie ich in der Bibliothek konzentriert gelernt habe, wie das Gespräch in der Mensa mich inspiriert hat und wie der Vortrag über neue Technologien mir neue Ideen gebracht hat. Ich habe gestern noch einen langen Spaziergang gemacht und heute Abend hat mich die Erinnerung an die Natur entspannt. Ich bin dankbar für all die kleinen Freuden des Lebens. Morgen werde ich wieder früh aufstehen, um neue Erfahrungen zu sammeln und mein Wissen zu erweitern. So endet mein Tag, erfüllt von Lernen, Arbeit und schönen Momenten. Wir haben gerade eine spannende Geschichte gehört. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, denken Sie bitte daran, meinen Kanal zu abonnieren und ein Like zu hinterlassen. Falls Sie etwas noch einmal anhören möchten, können Sie das Video zurückspulen. Nachdem Sie die 5 Fragen beantwortet haben, schreiben Sie bitte in die Kommentare, wie viele der 5 Fragen Sie richtig beantwortet haben und teilen Sie Ihre Meinung zum Video mit. Jetzt gehen wir zu den Fragen über.
Was hat Leon zum Frühstück gegessen? A. Müsli und Milch. B. Brot mit Marmelade. C. Pfannkuchen. D. Obstsalat. Richtige Antwort. B. Brot mit Marmelade. Danach habe ich ein leckeres Frühstück gemacht. Ich habe frisches Brot mit Marmelade bestrichen und einen warmen Kaffee getrunken. Wie ist Leon zur Universität gekommen? A. Mit dem Fahrrad. B. Zu Fuß. C. Mit dem Bus. D. Mit dem Auto. Richtige Antwort. C. Mit dem Bus. Nach dem Frühstück bin ich um 8 Uhr aus dem Haus gegangen. Ich habe den Bus zur Universität genommen. Was machte Leon in der Bibliothek? A. Er traf seine Freunde. B. Er hat für Prüfungen gelernt. C. Er hat einen Vortrag gehalten. D. Er hat einen Film geschaut. Richtige Antwort. B. Er hat für Prüfungen gelernt. Nach der Mittagspause bin ich in die Bibliothek gegangen. Dort habe ich in aller Ruhe für meine Prüfungen gelernt. Welches Thema wurde in Leons erster Vorlesung behandelt? A. Geschichte. B. Kunst. C. Wirtschaftsthemen. D. Mathematik. Richtige Antwort. C. Wirtschaftsthemen. In der ersten Vorlesung habe ich über Wirtschaftsthemen gehört. Der Dozent hat viele wichtige Aspekte erklärt und ich habe aufmerksam zugehört. Was hat Leon am Nachmittag gemacht? A. Er ist schlafen gegangen. B. Er hat an einem Gruppenprojekt gearbeitet. C. Er hat Sport gemacht. D. Er hat eingekauft. Richtige Antwort. B. Er hat an einem Gruppenprojekt gearbeitet. Am Nachmittag habe ich an einem Gruppenprojekt gearbeitet. Wir haben uns in einem Seminarraum getroffen und unsere Ideen ausgetauscht. Liebe Zuschauer, zuerst möchte ich euch für eure Mühe beim Deutschlernen gratulieren. Es ist nicht einfach, aber euer Einsatz ist wirklich toll. Vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Dieser kleine Support hilft mir, euch in eurem Deutschlernabenteuer mit nützlichen Inhalten zu unterstützen und weiter an eurer Seite zu sein. Bis zum nächsten Mal.